Hallo ihr lieben Löwen, wir schauen in euer neues Jahr mit dem großen Blatt fürs Kollektiv der Löwen. Was sind kollektive Themen, was ich euch mitgeben darf, was sieht man energetisch? Und ich bin gespannt. Guckt mal, hier ist schon sehr viel los, das sich hier wendet. Das sind Einflüsse von außen. Man nimmt euch wahr, ihr werdet gesehen, hier sind gute Energien, die euch selber zu irgendetwas hinbringen, was ihr euch so vorstellt. Es kommt ein bisschen darauf an, wie ihr euch zeigt, wie ihr euch präsentiert, was ihr von euch selber nach außen gebt. Und wo ihr auch für euch selber sagt, so hier zeigt sich eine Richtung, die will ich nicht mehr fahren. So viel unterwegs will ich nicht mehr sein. Und ich habe sehr viel Umbrüche bei euch, die irgendwo Mangel rausnehmen im Umfeld, im häuslichen Bereich. Kann natürlich auch tatsächlich die Häuslichkeit betreffen. Anfang und Ende liegen hier nah beieinander. Kann ja auch sein, dass ihr so Kleinigkeiten jetzt erstmal nur noch ändert, die dann nachher viel in Bewegung bringen und für Klarheit sorgen. Also es sind nicht nur so Dinge, die jetzt wahnsinnig groß sind. Und ich habe ein bisschen so einen Energiewechsel für euch. Ne? Hier wird sehr viel Energie nach oben kommen, wo vorher keine war. Ich habe, dass eure Kreativität wieder mehr erblüht, dass ihr genauer hinguckt, wo sich was verstrickt zeigt und wo ihr vielleicht auch nicht richtig wahrgenommen werdet. Und es gibt so ein bisschen eine Bewegung, wo ihr euch selber umstrukturiert. Das Frühjahr, der Frühling, das sind so zeitnahe Ereignisse, die auf mehreren Bereichen und auch noch auf Bereichen, mit denen ihr jetzt nicht rechnet, für gute Wenden sorgen, Erleichterung, die hier irgendwie reinkommt. Ich sehe sozusagen mehrere Lebensgeschenke. Es kann auch sein, dass die ein oder anderen ein bisschen wieder drauf gucken, dass sie vitaler sind, dass sie im kleineren Bereich etwas verändern, was der Vitalität mehr entspricht. Dass ihr aber auch so bereit seid, irgendwo einen Schnitt zu machen bei Dingen, die ihr schon ein ganzes Leben lang mit rumtragt oder schon lange Zeit. Und ihr habt hier sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, etwas neu auf den Weg zu bringen, euch neue Türen zu öffnen. Man sieht ja auch den freundschaftlichen Bereich. Das können auch so Wenden sein, wo ihr wirklich sagt, ich drehe mein Leben einmal auf den Kopf. Können auch Neubeginne sein, die eure Kinder betreffen. Die Liebe liegt mit dabei, Liebe, Freundschaft, Loyalität, Vertrauen in Herzensangelegenheiten, Entscheidungen, die ihr im Thema Liebe treffen müsst oder Entscheidungen, die ihr aus dem Herzen trifft. Und ich habe das jetzt doppelt, das ist so eine Veränderung, die euch selbst wieder mehr ins Leben bringt, ins Vertrauen bringt, wo ihr wieder rasches Wachstum aufkriegt, auch vielleicht unerwartet irgendwo. Und ihr habt so das Gegenüber hier dabei, das liegt im Haus der Sterne. Es kann schon gut sein, dass ihr euch auch im partnerschaftlichen Bereich auf einen anderen Weg macht. Wenn ihr Single seid, sieht man hier einen Mann, ne, der Veränderungen ins Leben bringt. Aber ich sehe auch nochmal Veränderungen mit der Vergangenheit. Ne. Da hat euch irgendetwas mal stark getroffen und ihr habt die Chance, das jetzt abzuschließen. Ich sehe euch sehr viel kommunizieren. Das kann jetzt hier auch in eurem Fall mit den Bereichen Ämtern der Vitalität zu tun haben. Das sind so Rententräger, Krankenkassen, Bescheide, Befunde, all sowas. Und es liegt hier sehr, sehr, sehr gut für euch. Ne?
Also da, wo ein Mangel ist, wo irgendetwas an euch nagt, an eurer Kraft vielleicht auch, da können jetzt krasse Veränderungen und Wenden kommen auf verschiedenen Ebenen. Ihr habt hier die Wahl, das ist vielleicht nicht immer so leicht für euch, sich zu entscheiden. Da ist so ein bisschen die Aufforderung, guck auch, dass du bei dir bleibst, höre auf dein Herz. Man sieht die berufliche Situation dabei. Hier können neue Verträge sein, ein neues Kollegenumfeld, etwas, was ihr an die Vitalität anpasst. Es kann ja auch sein, dass der ein oder andere von irgendwelchen Freunden Angebote kriegt oder auf irgendetwas hingeschubst wird. Es sind ja auf jeden Fall Veränderungen im Arbeitsbereich, die eigentlich schon länger anstehen und wo ihr ja auch möglicherweise einen ganz neuen Weg einschlagt. Die Finanzen hängen damit dran. Ich sage euch gleich mehr. Der ein oder andere entscheidet vielleicht auch etwas in Selbstständigkeit zu investieren oder es kommt so eine finanzielle Sache, wo man auch im Bereich der Ämter oder Behörden wieder neue Wege geht. Es kann mit den Finanzen zusammenhängen, mit den Arbeitsämtern, mit irgendetwas Beratendem. Aber ich sehe euch auf dem Weg in die Unabhängigkeit irgendwie, ne? Auch finanziell. Ich habe hier Veränderungen auf allem, wo ihr, ich würde jetzt mal sagen, merkt, da habe ich eine Verstrickung, da habe ich ein Mutterthema, da habe ich einen Giftstachel irgendwo drin. Das sehe ich euch auskommunizieren. Möglicherweise habt ihr auch hier Themen, wo ihr euch um Eltern kümmert oder wo Mütter irgendwie zur Herzensangelegenheit werden. Irgendwie ist es sowas wie eine Transformation, die ins ganze Umfeld, auch in den häuslichen Bereich hier mit reinwirkt. Es können Umzüge anstehen, Veränderungen in der Häuslichkeit, die dann vielleicht auch wieder mehr mit Arbeit verbunden sind, aber die euch langfristig auch dienen. Können auch Hausverkäufe sein oder sowas alles, ne, was hier mit einspielt. Oder dass ihr den häuslichen Bereich, das Umfeld gestaltet, dass es mehr zu eurem Arbeitsplatz passt. Ich habe hier tatsächlich Elternthemen, die hier aufkommen können. Möglicherweise habt ihr ja auch Vertragssachen mit dem Chef zu klären oder ihr kriegt hier einen neuen Vertrag über eine männliche Person. An sich geht es ein bisschen darum, Beziehungsthemen, Verbindlichkeiten, Verträgen, seine eigene Größe zu leben, seine Emotionen auszusprechen, nichts zu deckeln, sich emotional auch zu klären, weil wenn man viel zu entscheiden hat und dafür sich selbst einsteht, dann kann man nicht nur emotional sein, dann braucht man auch die Ratio dazu. Das Bereinigen der Vergangenheit, Themen mit der Vaterfigur, mit Ex-Partnern, die Arbeit an den emotionalen Dingen ist hier mit dran. Und hier ist eben so diese Aufforderung, transportiere deine Emotionen nach außen, mach keine Geheimnisse aus deinen Emotionen. Hier lernt man vielleicht auch mit einer wankenden Emotionalität ein bisschen mehr Stabilität zu kriegen. Für einige habe ich auch tatsächlich, dass sie neue Menschen treffen, die hier auftauchen, die sehr viele Möglichkeiten mitbringen, gerade auch im beruflichen Bereich, im Bereich der Kollegen, der Finanzen, der Vitalität.
Ich habe es jetzt hier so, dass ihr in eurem eigenen Haus die Sense drin habt. Da macht man Schnitte, da begrenzt man sich, da kommt etwas in Fahrt, was vorher Stagnation ist. Da macht man eine neue Erfahrung, da wenden sich Kreisläufe, da wenden sich Sachen, die mit dem Familiensystem zu tun haben. Etwas kommt in Bewegung, man lässt etwas weg und kommt so in einen besseren Flow. Die einen oder anderen haben hier einen neuen Partner, den sie kennenlernen, oder aber auch, was ich hier sehen kann, dass Geheimnisse gelüftet werden. Also wenn man irgendwo unehrlich ist in Beziehungen oder wenn Dinge verschwiegen werden, dann kann das hier sehr gut sein, dass das in die Oberfläche kommt. Ihr selbst legt euch ins Haus der Sonne rein. Ihr guckt hier drauf, dass ihr euer Verbindliches klärt. Ihr guckt eure eigenen Emotionen an. Ihr denkt sehr viel nach über die häusliche Situation, die Eltern, das Thema Unabhängigkeit oder auch da, wo habe ich einen Giftstachel drin. Aber wenn jemand im Haus der Sonne liegt, dann hat er die ganz gute Voraussetzung, dass sich vieles zu einem Ja drehen kann. Es geht ein bisschen darum, finanzielle Entscheidungen zu treffen, finanzielle Blockaden oder Hindernisse zu überwinden, einen Konflikt mit dem Thema Geld auszutragen, vielleicht auch gerade die ersten 3 Monate noch. Es geht darum, dass man aufklärt, was ist mit dem Thema Beruf, Berufung, wo habe ich Hindernisse, wo geht ein neues Kapitel aus, was entspricht auf, wo wartet ein neuer Arbeitsvertrag oder wo lasse ich was enden, damit es mir besser passt. Es kann Herausforderung sein hier im Arbeitsbereich, aber es geht hier vielleicht auch im weitesten Sinne darum, einen Platz zu finden, an dem man beruflich gerne ist oder eine Herausforderung abzulegen, die eben im beruflichen Bereich ist. Ihr habt hier eine sehr hohe spirituelle Energie mit dran, eine gute Erfahrung, die ihr macht, die euch aufstehen lässt, auch zu eurer eigenen Größe. Und bei allen, die denken, ich bin da emotional nicht bereit dazu oder zu verklärt, das wird sich sehr schnell ändern. Der Weg wird sehr schnell frei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr euch zu wenig zeigt oder dass ihr euch in irgendeinem Bereich zu klein macht. Und ihr habt hier, wo hatte ich das auch schon, beim Stier, den Wohlstand, die Biene, die ist emsig, die arbeitet auch in Völkern, vielleicht mit anderen zusammen. Ja. Das habt ihr hier übrigens auch. Ihr habt hier die Kollegen oder das Kollegenumfeld mit dran. Leute, die euch Input bringen auf diesen Bereich. Und ja, da möchte einfach die Süße des Lebens zu euch kommen, liebe Löwen. Allerdings kriegt ihr sie nicht geschenkt. Ihr dürft hier fleißig sein, euch was erarbeiten. Dennoch ist die Karte da, um Fülle aufzuzeigen. Aber man muss ja auch Produktivität und Strukturiertheit an die erste Stelle stellen. Ihr guckt vielleicht auch auf Dinge, wo eure Arbeit keine guten Ergebnisse hatten oder das, was ihr investiert habt. Aber ihr müsst etwas dafür tun oder auf den Weg bringen, dass ihr hier eure Ziele erreicht. Und ihr kriegt ja auch gesagt, eure Anstrengungen wird belohnt. Eigentlich möchte die Süße oder die Fülle des Universums zu euch fließen. Ihr dürft fleißig sein, euch mit anderen zusammentun und möglicherweise gibt es hier Leute, die mit euch auf der gleichen Wellenlänge sind und ihr könnt hier sehr viel verwirklichen, wenn ihr dran bleibt. Es kann ein Jahr werden, wo ihr viel entscheidet oder wo ihr auch tatsächlich die Wege so dreht, dass
ihr unabhängiger seid in allen Bereichen, ne? Raus aus verstrickten Situationen. Wir haben die Kakerlake, das sind Reinigungsprozesse. Da geht man in die dunklen Ecken und betrachtet alles, man kommt mit sich ins Reine und wir haben das hier ganz deutlich. Es ist eine Auseinandersetzung mit euren eigenen Emotionen. Man könnte auch sagen, dass es Zeit ist, irgendwo anzukommen, aufzuräumen, nicht wegzulaufen vor unangenehmen Dingen. Alles reinigen, was auch Reinigung bedarf. Und auch in diese Winkel gehen, die so versteckt sind. Ne? Also da, wo man normalerweise drumherum putzen würde. Ein Jahr, wo ihr so ein bisschen auch ausmistet, die Seele, die Wohnung, wo ihr kaputte Gegenstände weggibt oder auch Erinnerungen nicht mehr aufrecht erhält, die ihr nicht mehr braucht. Und hier entsteht sozusagen ein neuer Raum. Ihr lasst Altes gehen, ihr löst euch davon und zieht ganz neue Energien ins Leben. Und es passt, denn hier liegt im Hause des Neubeginns die vielen Wahlmöglichkeiten und im Hause des Lebens selber liegen die Neubeginne drin. Spannend, ihr Lieben. Ihr nehmt euch Zeit, um Sachen genesen zu lassen und ihr guckt hier mit diesem Trostpflaster auch wieder drauf, dass ihr Dinge, die ihr gut macht, auch in die Ernte bringt. Aber wie gesagt, ihr müsst etwas dafür tun. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.